Also wir fangen an und ich würde gerne noch euch meine E-Mail-Adresse und meine Facebook-Adresse geben. Please feel free at any time. If you're studying a book and you want a little bit of extra resources or anything, I have a lot of material about a lot of things, and I will email it to you as quickly as you email me. Fühlt euch einfach frei, mich zu fragen. Ich habe viele viele Bücher und viele Ressourcen und die würde ich euch gerne zuschicken, wenn ihr sie braucht. Maybe you'll go home and somebody will ask you to teach on a Bible study on the book of 1 Peter, and then you'll be like, oh, what do I do with this part? Angela, do you have anything about this? And I will gladly email you. Vielleicht geht ihr nach Hause und da fragt euch jemand, kannst du eine Bibelstunde 1. Petrus machen? Und dann denkt ihr einfach nach, dann müsst ihr nicht keine Angst haben, sondern denkt nach, okay, Angela hat was angeboten, ich frage sie und dann. And I even give you permission during this class, if you have a phone or you're on your computer and you want to add me on Facebook while I'm talking, it's okay. Und, don't tell Mark. Genau, also ihr könnt ruhig auch während der Klasse, das erlaube ich euch jetzt, mich auf Facebook adden per Handy, aber sagt's Mark nicht. I was thinking about a couple days ago. Ich habe nachgedacht, vor ein paar Tagen. I was reading my Bible, drinking coffee first thing in the morning. Da habe ich meine Bibel gelesen, einen Kaffee getrunken, das erste, was man so morgens macht. And I was just flipping and ich habe so ein I bisschen felt like the Lord just filled me up with such a love for His Word, like in this fresh way again. It was very unexpected. Und ich habe es gefühlt, als würde mich der Herr so neu nochmal mit einfach seiner Liebe füllen. Das habe ich nicht erwartet, also Liebe für das Wort. It was actually really weird. I was flipping past Malachi. Und das war ziemlich komisch. Ich habe so Malachi überblättert. And in my Bible, there's this right before the New Testament, this introduction. Und in meiner Bibel, da gibt es vor dem Neuen Testament so eine Seite mit Einführung. It was talking about the Gospels and the letters. Und dann kommen das über die Evangelien, über die Briefe. And I'm just like, God, thank you so much. I just love the fact that we have your word. I don't know, I can't even express it in words right now. Und ich hatte einfach so das Gefühl, Herr Vater, einfach Dank, dass wir dein Wort haben. Und ich kann das jetzt schlecht in Worte ausdrücken. So, I was thinking, if I could pass on anything besides all of the post-exilic, intertestamental, Matthew stuff. Und ich habe nachgedacht, wenn ich noch was anderes weitergeben kann, außer das nachexilische Sachen, Matthäus und so. I just really hope that after this week and after this DBS, you just realize how awesome the Bible is and you just love it. Dann würde ich mich freuen, wenn ihr nach der DBS realisiert habt, wie cool die Bibel ist und eine Beziehung, eine Liebe zu ihr entwickelt. And you just have this hunger to go deeper with the Lord through His Word beyond DBS. Dass ihr noch einen größeren Hunger bekommt, noch tiefer reinzugehen in die Bibel, nach der DBS. That's my prayer. Das ist mein Gebet. Für euch. So right before I came here, Also kurz bevor ich hingekommen bin, 2 days before, 2 Tage vorher, we got a second dog. haben wir einen zweiten Hund bekommen. Now, there was a family in Kiev that were leaving to go home to America for a year. Also es gibt eine Familie, die in Kiew fahren und ein Jahr nach Amerika gegangen sind. They were looking for a home for their 5-year-old golden retriever. Die haben nach jemandem gesucht, der ihren 5 Jahre alten Retriever aufnehmen kann. She's so beautiful. Und der Hund ist so schön. She's like this big. Die ist ungefähr so groß. With long white hair. Mit langen weißen Haaren. She's so soft. Sie sieht so schön aus. Alright, we have a debate on how big she is, but she's a bigger golden retriever. And she's 5, so she's kind of past the I'm crazy stage. That's what most golden retrievers go through for the first 5 years. Und sie ist 5 Jahre, deswegen hat sie die Phase überwunden, wo die Hunde so ein bisschen verrückter sind, Pubertät. I was just so excited for getting another dog. Und die war so erfreut, dass wir einfach einen neuen Hund bekommen. I grew up with golden retrievers, so I really love goldens. Und ich bin aufgewachsen mit goldenen Retrievern und deswegen mag ich sie sehr. And as you know, we have a black lab. Und ihr wisst, wir haben ja diese andere, einen schwarzen Hund. And she's 2. Und die ist 2 Jahre. So she is not out of the puppy stage. Und die ist noch in der Pubertät. She's a bit psychotic, Die actually. ist ein bisschen Crazy. verrückt. She jumps and she just has so much energy. Die springt da so umher, hat so viel Energie. And when she's in her kennel outside, she loves it because she can see everybody that walk by at a wildlife base. Wenn sie in ihrer Hundehütte ist, dann mag sie das und sie kann dann jeden beobachten, immer der vorbeiläuft, die ganze Zeit. But if there's not enough people around, she gets bored and then she digs. Aber Holes everywhere. wenn da nicht genug Leute sind, dann wird sie gelangweilt und dann fängt die an zu buddeln. So in my mind, here's what I'm picturing. Und das stelle ich mir gerade vor, in meinem Vorstellungsvermögen. This golden retriever is going to be just this perfect companion for midnight. Or my other dog.
Und dieser Golden Retriever ist der perfekte Genosse für Mitternacht. Das ist der Name von unserem ersten Hund. You know, Midnight will have a friend and they'll have fun together and she'll get all her energy out. Also Midnight, die werden jetzt einen Freund haben, die werden die können Zeit zusammen verspringen und die Energie zusammen. We did put them together before saying yes and made sure they would get along. So. Also wir haben sie natürlich zusammengebracht, bevor wir gegangen sind, damit wir sicherstellen, dass sie sich vertragen. But they brought her over on Friday. Aber die haben sie letzten Freitag zu uns gebracht. Remember, I left on Saturday. Und ich bin ja Samstag gegangen. So Friday, she comes, they drop her off. So am Freitag ist sie gekommen, sie haben sie abgegeben. She's such a sweet dog. Sie sieht so schön aus. So far, my expectations are being met. Und jetzt bis dahin waren meine Erwartungen erfüllt. And then they leave, like the people who are flying back to Dann, America. die Besitzer sind da gegangen, nach Amerika geflogen. And we bring Midnight and her together and we watch them play. And so far, it's okay. Und wir haben unsere beiden Hunde zusammengebracht und das sah ganz gut aus. But my first clue that I had not expected everything was when her long white fur started falling everywhere on our dark gray tiles. Aber das, was ich nicht erwartet habe, als sie bei uns im Haus war und ihre schönen langen goldenen Haare auf unsere gräulichen Küchenfliesen gefallen sind, überall hin. And Midnight, so excited, so she's doing laps around our house. Und unser anderer Hund ist ja so begeistert, deswegen rennt sie um den goldenen Retriever herum. Then she knocks over her water dish because she's so excited. So water's everywhere, all over the white fur. It's disgusting at this point. Und dann hat sie gegen den Napf gekommen, danke. Und der ist umgekippt und hat sich dann auch überall ausgebreitet. So I try to take this mop to clean up the fur and the water. Dann habe ich sofort natürlich so einen Mop genommen, um alles wieder aufzusaugen, aufzuwischen. And at the end of the mop is just this mess of white fur and black fur and food. Und wenn ich sie nachher gesehen habe, dann war da so eine Mischung aus weißen Haaren, schwarzen Haaren, Essensresten. And I have this glimpse of what my next year of my life is going to actually look like. Und ich habe so eine kleine Vorstellung für wie das nächste Jahr bei mir aussehen kann. And then I got on an airplane the next day and said, "Bye, Ben, have fun." Ich könnte es auch so machen, ich würde sagen, tschüss Ben, ich bin dann mal weg. So he's experiencing all the mess that goes with it right now. Also er musste alles durchstehen gerade. Now, of course, this is just a funny story, but it really helps me to understand when we have some expectations and they're not met. Das ist jetzt nur eine kleine Anekdote, aber sie hilft mir einfach zu verstehen, wenn wir Erwartungen haben und die nicht getroffen werden, erfüllt werden. And that's what we have in our intertestamental period. Und das haben wir in unserer zwischentestamentlichen Zeit. We have this period of time where people's expectations are growing for the Messiah, right? Wir haben diese Zeit, wo die Erwartungen der Menschen für den Messias wachsen. Now, I'm sure that you have all heard a bit of the expectations that people had. Ich bin mir sicher, ihr habt schon so ein paar Erwartungen gehört, die Leute damals hatten. So, why don't you tell me a little bit about what you know? Warum teilt ihr nicht ein bisschen was von dem, was ihr wisst? This morning we're going to spend our first half talking about this intertestamental time, and then the second half will be a short overview of Matthew. Wir teilen in den Morgen heute ein. Die erste Zeit wird darüber gehen, über diese zwischentestamentliche Zeit und danach über Matthäus. What do you guys know? What do you think are their expectations during this time? Was wisst ihr? Was wisst ihr über ihre Erwartungen während dieser Zeit? They expected a king like David coming with a sword, conquering the country, the promised land. Also sie haben einen König wie David erwartet, der mit einem Schwert gekommen ist und das verheißene Land wieder militärisch befreit hat. Why would they expect that? Warum haben sie das denn erwartet? Because in some prophecies says Messiah will come and he will just say like take dominion over nations or something like that. Bei einem gewissen Propheten, da steht dort drin, dass der Messias kommen wird und er wird die Herrschaft über Nationen bekommen. There's lots of prophecies where it's like the mountain of Jerusalem will grow up and all the other people will be as flat as valleys and they will rise up to the top. Es gibt viele Prophezeiungen, dass zum Beispiel der Berg Jerusalem aufwachsen wird und alle anderen Nationen darum sind flach wie ein Kuchen. What else? What else did they expect? Was erwarten Sie noch? They're right. The Romans are there, and they expect that get rid of the Romans, so somebody comes and help them to, how to say, that the Romans leave the country. Yeah. Also Okay. die würden erwarten, dass der Messias sie von der Herrschaft der Römer befreit.
Good. After Malachi, all the way up to Jesus, Okay, und was ist jetzt von Malachi bis Jesus? there will be 3 different types of governments that control the land, but the Romans are the last one. Da gibt es 3 verschiedene Arten von Regierungen und die Römer waren die letzte Herrschaftsmacht in dieser Zeit. Yeah, we'll look at all 3 of those because you know we get to do political history in your Bible course. Und die gucken wir uns alle an, denn ihr müsst ja auch so ein bisschen politische Geschichte in eurem Bibelkurs haben. What else? Is that the only thing they're expecting? Just King David, who will take over the land. Das ist Anything das else? einzige Erwarten, nur König David, der das Land befreit. Ja, dass die Gottesherrschaft anrückt. And that the reign of God is coming down and starting. Yeah. Good. Definitely. Sehr gut. Just to add on to what Clement already said, they probably expect him more than David even, maybe someone like an emperor who will just kill all their enemies and they will be like a super power in charge of everything. And this is the kind of savior they were expecting because of the operation. Yeah. Good. Genau, also vielleicht erwarten sie eher so wirklich diesen Militärherrscher, der Great. was Großes macht. Yeah, I mean, we could, if we went through all of the messianic expectations that they had, Also wenn wir durch alle Erwartungen an den Messias durchgehen würden, die sie hatten, we would probably focus a lot on Isaiah. dann würden wir uns viel um Jesaja kümmern. There are a lot of expectations also in the Psalms, but they probably didn't recognize those as messianic right away. Es gibt auch viele Erwartungen im Psalm, aber damals verstehen sie die noch nicht, dass sie messianisch sind. But there's clear ones in Isaiah, Aber es gibt total klare in Jesaja, in Malachi, Malachi, Zephaniah. Zephania. They have these, they're starting to, because of the oppression they're experiencing, form a hope for freedom. Denn die haben angefangen, so eine Hoffnung für Freiheit zu entwickeln, aufgrund der Tatsache, dass sie unterdrückt waren. So what are these oppressions? Und wie sah die Unterdrückung aus? What is making them look for change? Was genau hat sie dazu gebracht, dass sie sich That's what we'll nach look at Änderungen this sehen? Das gucken wir uns jetzt an. Okay, so 2 days ago, we finished with the Jews being back in the land. Also vor 2 Tagen haben wir abgeschlossen, dass die Juden wieder zurück ins Land gekommen They sind. have the temple built. Sie haben den Tempel wieder They have walls aufgebaut, around their city, auch die Mauern um die Stadt. right? And they're starting to become, we use this word, complacent a little bit. Und die haben sich so niedergelassen. Remember when we looked at Malachi, all their sins, their heart is not in their worship, they're offering lame sacrifices, Und die wurden vielleicht so ein bisschen träge. Also ihr Herz war nicht im Lobpreis und die Opfer waren nicht so gut. there's social injustice again, Es gab wieder soziale they're Ungerechtigkeit. starting to intermarry again. Die haben sich vermischt mit anderen Nationen. This is the picture of the people we have right at the end of the Old Testament. Das ist das Bild der Menschen, das wir direkt haben nach dem Alten Testament. But there's also this other group of people, Aber es gibt noch diese andere Gruppe von Menschen, Nehemiah, wie Nehemia, Ezra, Esther, the people who are responding to Malachi's prophecy, die Menschen, die auf Melachis Prophetie reagieren. and they are saying, hey, we cannot go back into exile, guys. Like we gotta fix something. Und die haben gesagt, hey, wir können doch nicht wieder zurück ins Exil gehen, wir müssen hier irgendwas ändern. So then what happens? Und was ist dann passiert? Well, the intertestamental period, the next 400 years, can be divided Also die intertestamentliche Zeit kann eingeteilt werden into 3 periods. in 3 Perioden. Let's start with the Greek period. Lass uns mal von der griechischen Periode anfangen. So, what do you guys know about the Greek period? Was wisst ihr über die Griechen? Yeah, the Greeks, they were like different city-states, Yeah? Die hatten Stadtstaaten. and they got united by one guy. Die wurden vereint durch eine Person. And before this time, they always had fights with Persia. That's what we talked about, Artaxerxes or Xerxes. Und vor dieser Zeit hatten die immer Kämpfe mit den Persern. Das war das mit Artaxerxes und Xerxes. So now after they got united in 35, I don't know exactly. Und die waren ungefähr 330? No. 330. Ja. Also ungefähr 330, um die Zeit haben die sich vereint. And then they conquered Persia, or the whole empire of Persia. Und dann haben sie das ganze persische Reich übernommen. So obviously that also included then Israel. Und das hat natürlich dann auch Israel mit eingeschlossen. Good, perfect. You know your history.
So yeah, so we have Greece and all of these little city-states. Also wir haben Griechenland mit den ganzen verschiedenen Stadtstaaten. Sometimes you read about like their fights between the Spartans and the Athenians, and there's all sorts of stories of Greece and their history. Und manchmal redet ihr, oder kann man lesen über die Kämpfe mit den Spartanern, mit den anderen, und es gibt total viele kleine Kämpfe da. Persia is trying to go in there and take them over. Aber Persien kommt jetzt von außerhalb und versucht, die Griechen zu übernehmen. And they keep fighting back, and they actually keep winning. Und die Griechen, die halten Gegenstand und die können es erfolgreich verteidigen. When I say winning, it doesn't mean they're defeating the army, they're just resisting them. Genau, wenn ich sage, die haben gewonnen, heißt es nicht, dass sie die Perser ganz besiegt haben, aber sie haben ihr Territorium gehalten. So then this guy Philip of Macedon, Und dann Philippus von Mazedonien, he is trying to resist the attack by the Persian Empire, so he's trying to unite the people. er versucht diese Attacke durch die Perser zu verstehen, indem er seine Menschen versucht zu vereinigen. But he's unable to do it. Aber der schafft das nicht. So he's murdered. Er wird umgebracht. Nobody really knows how exactly, but some people think it might have been Alexander the Great that murdered his dad. Die Leute wissen nicht so genau, wie das passiert ist, aber es könnte sein, dass Alexander der Große seinen Vater Could have been umgebracht hat. somebody else. Das könnte auch jemand anderes But gewesen he sein. takes up the task of uniting Greece. Aber ich glaube, Alexander der Große übernimmt jetzt die Aufgabe, Griechenland zu vereinen. Does anybody know how old he was when he became kind of the leader of Greece? Wie alt war er denn als Alexander der Große? Yes, he was only 19. Er war 19 Jahre. So he was 19 and highly gifted and educated. Just wanted to make sure people were reading my PowerPoint, you know. Also der war 19 Jahre, der war total talentiert und begabt. And after 2 years of reigning, getting everybody together, he doesn't just go to resist Persia, he goes out and attacks Persia. Und nach 2 Jahren, da ist er von dem Stadium übergegangen, dass er Persien nicht mehr nur widersteht, sondern sie übernimmt. And it takes him about 2 years, Und das braucht 2 Jahre. but he is able to gain control of a huge portion of land. Aber er ist in der Lage, Kontrolle zu kriegen über einen ganz großen Teil vom Land. So this was his empire, Und das war sein Königreich. and you can see kind of his route as he. Und ihr seht so ein bisschen seine Route, die er gegangen ist im Kampf. Ui. So it's a pretty big empire, Das war ein ziemlich großes Reich. and he did that all in 2 years. Und das hat er geschafft in 2 Jahren. Now, those poor people all over here, but especially right here, these guys are just going to have a very difficult time in Palestine over the next 400 years. Also vor allem diese Leute gerade in Palästina, die werden für die nächsten 400 Jahre echt eine schwierige Zeit haben. But one thing that Alexander did, Aber eins, was Alexander getan hat, that as Christians we would say, well, that in some ways was very a positive thing, a blessing, als Christen würden wir sagen, das war eher ein Segen, is that he spread the Greek culture everywhere. dass er die griechische Kultur überall mitgenommen hat. He actually planted 6 Alexandrias. Er hat insgesamt 6 Alexandrias gegründet. After himself, he named 6 cities Also and put them in all over his empire. das hat er nach sich selbst genannt. Und da hat er 6 Städte mit seinem eigenen Namen initiiert. One of the most famous ones is the one we know in Egypt. Eines der berühmtesten ist die wir kennen in Ägypten. But he did this and then he put his people there, Greek-speaking people, sent them out to get people speaking their language and knowing their culture. Er hat das gemacht und damit er auch Griechen da ansiedeln kann, damit die ihre Kultur mitbringen und ihre Sprache sprechen und das beeinflussen. There's some interesting stories about Und es gibt Alexander the Great. ziemlich interessante Geschichten über Alexander den Großen. Usually when he would go into a city, he would just destroy it. Normalerweise, wenn er in eine Stadt geht, würde er sie erst zerstören. But there's stories in Josephus. Aber es gibt eine Geschichte mit You Josephus. guys know who Josephus is? Wisst ihr, wer das ist? Josephus is a historian from the 1st century. Dieser Mann ist ein Historiker aus dem 1. Jahrhundert. He was a Jewish, Christian, Greek-thinking historian. Er war ein jüdischer, Kind griechisch denkender Historiker. So he wrote these very long histories of that time. Und er hat diese langen Geschichtsbücher über diese Zeit geschrieben. But history at that time was very also political. So not everything we read in his histories are necessarily true. Aber die historische Aufzeichnungen, die waren damals auch ziemlich stark beeinflusst
Das heißt, nicht alles, was er niedergeschrieben hat, muss zwangsläufig stimmen. But there's a lot of things written that are very interesting that we wouldn't know about if it wasn't for him. Aber das sind ziemlich viele, was da aufgeschrieben ist, das wir nicht wissen würden, wenn er es nicht niedergeschrieben hätte. So, if you ever get a chance to read through Josephus' Antiquities, this bit, Also wenn jemand die Chance hat, seine Bücher zu lesen, die sind ungefähr so stark. but he tells about how Alexander the Great Aber er berichtet dann, wie Alexander der Große was going in to conquer Jerusalem, Jerusalem erobern wollte. and he says that in the night, Alexander had a dream. Er sagt, in der Nacht hatte Alexander And he einen Traum. saw a picture of a priest, and that priest said, "We worship the Most High God." Und der hatte einen Traum von einem Priester, und der Priester hat gesagt, wir beten den Höchsten der Götter an. And the next day, Am nächsten Tag he's going in to conquer Jerusalem, erobert er Jerusalem. and the priest he saw in his dream comes out and walks towards him. Und der Priester, den er im Traum gesehen hat, der kommt so auf ihn zu. And his story is that Alexander kneeled before him, which Alexander never did. Und the story of the priest. Yeah, no, The story. in Josephus' writings. Okay, und yeah. die Geschichte von dem, der das niedergeschrieben hat, ist, dass Alexander der Große sich niedergebeugt hat und vor ihm gekniet hat, was Alexander, glaube ich, nie getan hat. And Alexander says, "I wasn't bowing before the priest, but before the Most High God that the priest represented." Und Alexander der Große sagt dann, ich habe mich nicht vor dem Priester verbeugt, sondern vor dem Höchsten der Götter, den dieser Priester repräsentiert. So he doesn't destroy their temple, Also er hat den Tempel nicht zerstört, and he doesn't destroy the city, auch die Stadt nicht. and he gives them quite a bit of freedom. Und er gibt ihnen sogar ein bisschen Spielraum. So that's interesting. Das ist bemerkenswert. The only time we hear about it is there, so you gotta kind of wonder, did that really happen? But there is very strong evidence in history that Alexander treated the Jews really well. Und es gibt eine ganz gute Wissensbasis, dass Alexander der Große die Juden gut behandelt hat. He moved a lot of people from Palestine to Alexandria in Egypt. Er hat total viele Leute von Alexandria nach Palästina bewegt und so weiter. And he started this period, just in those 2 years, of Hellenization. Und er hat in diesen 2 Jahren was angefangen, was sich Hellenisierung Have nennt. you guys heard that term before, Habt ihr schon mal gehört? Hellenization? Hellenisierung. Some of you have. It's basically the concept of putting Greek culture into other people's worlds. Das ist eigentlich so das Prinzip, dass man griechische Kultur nimmt und man bringt sie in die Welt von anderen Menschen und implementiert sie da. Later, the Romans will conquer, Später übernehmen die Römer wieder alles. but people still say that Alexander was smarter because he conquered their culture, Aber die Leute sagen, dass Alexander der Große, der war klüger, denn der hat nämlich nicht nur sie militärisch erobert, sondern ihre Kultur. and Greek continued to be spoken for the next 5 centuries. 500 years later, people are still speaking Greek. Und was der Effekt war, dass die Leute noch 400 bis 500 Jahre nachher Griechisch sprachen in diesen Bereichen. And the New Testament, because it was written in Greek, most of it, Und das Neue Testament ist ja in Griechisch geschrieben, das meiste. was able to be spread around the entire Roman Empire because everybody spoke one language. Konnte sich dann im ganzen Römischen Reich ausbreiten, weil die meisten Griechisch gesprochen haben. So as Christians, we look back and we say, I wonder if God's sovereign hand was in that a little bit. Und als Christen würden wir sagen, das sieht doch so aus, als wäre Gottes Hand da drin. So that's Alexander the Great. Das war Alexander der Große. There's lots more you can read about him. Da kann man viel mehr drüber lesen. That's a big picture of Alexander. Das war jetzt so ein großer Überblick. But he doesn't live very long. Der hat natürlich auch nicht lang gelebt. Actually, when he dies because he's just on his way to battle. Und als er gestorben ist, der war gerade auf dem Weg in den Kampf. He's going to head over to Babylon, Und der wollte nach Babylon gehen. and he dies of malaria. Und woran ist er gestorben? An Malaria. So he didn't live very long as the king. Und deswegen hat er als König nicht so lange gelebt. I'll tell you. Wie? Achso. So then we have, after he dies, Und nachdem er gestorben ist, we have a problem. haben wir ein Problem. He doesn't have any kids. Der hat nämlich, Does not have any children. Er hat keine Kinder. He has no children, so who is going to take over? Also er hat keine Kinder, wer kommt denn jetzt nach ihm? Who usually takes over when a king doesn't have kids? Father, sister. Wer macht denn normalerweise, Sometimes wenn der König keine Kinder hat, der Bruder, Schwester, manchmal? people from the army. Oder, Usually it's the military leaders that will take over. oder die militärischen Leiter. It can go either way, family or
army. Das kann beides stimmen, erstmal die Familie oder die Well, militärischen at this Leiter. time, he gave it to the army leaders. Und in dieser Zeit, er hat sich entschieden, das den Armeegeneralen zu He had geben. enough time to do that Und er hatte genug Zeit, das zu before he tun, died. bevor er So, gestorben ist. what they did was they basically split up the empire into 4 different groups. Und die haben das ganz fair eingeteilt in 4 Bereiche. This was not his smartest move. Das war nicht seine klügste Entscheidung. And so you can see where all these different people are reigning. Und ihr seht, wo diese Leute überall regiert haben. Uh, Das ist not so fair. interestingly, Interessanterweise, after this kind of division, nach dieser Einteilung, one of Alexander's wives has a baby. She was pregnant when he died. danach bekommt eine von Alexanders Frauen ein Kind. Unexpected. Unerwartet. But it's okay, because Cassander took care of that and just killed them Aber das both. ist ja sehr okay, denn Cassandra hat das Kind öfter getötet oder die Frau. So they still are reigning nice and powerfully. Deswegen regieren die einfach schön weiter. But this little portion right here, Aber guck mal diesen Bereich da. again, you have to remember why, one of the reasons this land is so important is because of the trade routes. Und ihr müsst euch erinnern, das Land ist so wichtig, weil ja die ganzen Handelsrouten an der Küste hergehen. If you want to go from Egypt into Asia, or from Asia into Europe, or from Europe into Egypt, you have to pass through Palestine. Also wenn du von Ägypten nach Asien willst, von Asien nach Ägypten, von Ägypten nach Europa und von Griechenland nach Ägypten, von da nach da, dann müsst ihr daher gehen. So people want that land. Also die Leute wollen dieses Land unter Kontrolle haben. Whoever controls the trade routes is the most powerful. Wer immer diese Handelsrouten kontrolliert, hat die meiste Macht. So the Ptolemies, Also die that's a hard word to say, they are right now in charge of Jerusalem. Sorry, do you want me to move? Yeah. Also die sind gerade in Kontrolle über über Jerusalem. You can also just type in Hellenistic world 300 BC and you can find it on that. Und genau, ihr könnt es entweder fotografieren oder einfach bei Google eingeben, hellenistische Welt 300 vor Christus. So the Ptolemies reigned for quite a while over that land. Also die Ptolemäer haben ungefähr eine ganze Zeit lang über das Land regiert. Also über Israel. Mm-hmm. They were allowed quite a bit of freedom under them. Also unter denen hatten die Israeliter Beginning. schon viel Freiheit. Their religious practices weren't hampered. They could keep offering their sacrifices in the temple. Es wurde ihnen erlaubt, dass sie ihre religiösen Opfer im eigenen Tempel durchführen. Over this time, the Greek customs are becoming more common among the people. In dieser Zeit werden so die griechischen Gewohnheiten normaler unter den Menschen. And this is actually when, at this time, underneath the Ptolemies, is when the Old Testament gets translated into Greek. Und ungefähr zu dieser Zeit wurde das Alte Testament ins Griechische übersetzt. Does anybody know what that Greek Old Testament is called? Wisst ihr, wie das heißt? Septuagint. Super. Yes, good. So the story behind the Septuagint is that they decided to get 70 of the leaders together and they all worked on this translation and miraculously did it super fast and then they had the Greek translation. Und die Geschichte hinter dieser Septuaginta ist, dass die 70 jüdische Leiter benutzt haben, damit die das übersetzen können. Und das Wunder ist, dass sie es so voll schnell und gut hingekriegt haben. So whenever you see this abbreviation, LXX, Und wenn ihr immer diese Zahl seht, diese LXX, that's 70 in Roman numerals. das heißt 70, römisch, also 11. That's what they call Septuagint, Und das steht für die Septuaginta. because it was translated by 70 of these high Das, people in the Jewish. also es waren von 70 Hebräern, die praktisch das Alte Testament ins Griechische übersetzt haben. But things don't continue to go great. Aber die Dinge laufen nicht so gut weiter. They are under different leaders throughout the time, and then there's this one here, Ptolemy IV, Es gibt so verschiedene Leiter, die heißen alle Ptolemy, und der Ptolemy der Vierte, because he really hated the Jews. der mochte die Juden gar nicht. So he persecuted them. Der hat sie verfolgt. He tried to go into the Holy of Holies Der ist sogar ins Allerheiligste gegangen and defy it on purpose. und hat es bewusst entheiligt. And when he died, everybody was very happy. Und als er gestorben ist, waren alle sehr froh. And they thought it was bad at this time. Und die dachten, das wäre echt, damals, das wäre schon ein sehr negativer Punkt gewesen. But it gets worse. Aber es hat sich noch verschlimmert. So, a little bit later, Also ein bisschen später, the Seleucids, da kamen die Solutianer. they
decide that they want Palestine. Remember I showed you the line between the two groups? Die haben sich entschieden, hey, wir wollen aber auch Palästina erobern.